TV gesehen habe. Verrat es mir, ich will unbedingt wissen, was du gesehen hast. Siren Head und Elkran Maha haben vor, gegeneinander zu kämpfen. Sie stehen jetzt in diesem Moment im kalten Wasser und beobachten sich gegenseitig. Die Wellen bewegen sich um sie herum, während die Spannung immer größer wird. Was? Das kann ich ja gar nicht glauben. Das muss ich mit meinen eigenen Augen sehen. Das klingt ja übertrieben spannend. Dann lass uns jetzt zum Fernseher. Hier an diesem Ort wohnt Siren Head, nicht weit weg von dem Wasser, wo sich Elkran Maha befindet. Siren Head verließ den dunklen Wald und machte sich auf den Weg zum Wasser. Während er durch die Felder und über Hügel zog, bereitete er sich auf den Kampf gegen Elkran Maha vor. Als er schließlich das Wasser erreichte, blickte er entschlossen auf das Meer hinaus. Das bedeutet, an diesem Ort muss sich Elkran Maha im Wasser befinden. Richtig, und auch Elkran Maha bereitet sich jetzt in diesem Moment gegen den Kampf vor. Elkran Maha steht ruhig im Wasser und wartet auf Siren Head. Er kennt seine Stärken genau, denn das Meer ist sein Zuhause. Deshalb ist sich Elkran Maha sicher, Siren Head besiegen zu können. Ihr könnt es sehen, Siren Head bewegt sich zu Elkran Maha. Und jetzt ist er im Wasser und steht Elkran Maha gegenüber. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen zusammen mit euch in unsere Drohne starten. Ich will den Kampf unbedingt sehen. Und ihr wollt den Kampf doch auch sehen. Deshalb schaut das Video bis zum Ende. Und wenn ihr es schafft, lasst ein Like da. Einfach auf den Like-Button drücken und wir starten jetzt unsere Drohne in 3, 2, 1. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und ihr habt es im TV gesehen. Siren Head und Elkran Maha sind nah beieinander. Die Drohne befindet sich genau hier bei dem Wasser. Aber wo befindet sich jetzt Siren Head und wo ist Elkran Maha? Bis jetzt sehe ich noch niemanden. Du weißt ja, Elkran Maha kann auch tauchen. Das heißt, da steht Siren Head. Schaut euch mal an, wie groß der ist. Der ist fast so groß wie der Berg. Der sieht ja richtig gefährlich aus. Das sind mindestens 100 Meter. Und da soll Elkran Maha gewinnen? Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob Elkran Maha gewinnt. Wahrscheinlich wird Siren Head gewinnen. Aber wo ist Elkran Maha? Wir suchen ihn ab. Auf jeden Fall sind hier noch Leute im Wasser. Wissen die denn nicht, was gerade passiert? Es wird gleich der größte Kampf des Jahres stattfinden. Und ihr seht, hier unten sind 2 Leute auf einem Surfbrett und paddeln noch ein bisschen. Und da hinten steht Elkran Maha und wir wissen nicht, wo er ist. Und die Leute müssen eigentlich raus aus dem Wasser. Sie sind in Lebensgefahr. Die wissen es ja nicht besser. Wir wissen es, aber die nicht. Wir müssen jetzt nach Elkran Maha Ausschau halten. Und da ist er auch schon. Schaut mal diesen riesiges Monster an. Leute, der ist genauso groß wie Siren Head. Nur Siren Head ist länger. Aber du weißt, Elkran Maha kann sich im Wasser richtig schnell bewegen. Und hier unten sind noch weitere Leute im Wasser. Könnt ihr das sehen? Da ist wirklich noch jemand im Wasser drin. Ich glaube, die schwimmen jetzt ganz schnell an Land, Leute. Die wissen doch, dass Elkran Maha und Siren Head hier sind. Haben die Elkran Maha nicht gesehen? Der war doch gerade auch über Wasser. Das bedeutet, wir müssen jetzt die Augen offen halten nach dem Kampf. Oh nein, da kämpfen sie schon. Sie sind genau gegeneinander. Ihr könnt es sehen, Siren Head und Elkran Maha. Wer ist aber stärker? Ich weiß es nicht. Das sieht richtig ausgeglichen aus. Ich kann es dir nicht sagen. Ihr seht es, überall spritzt Wasser und Siren Head versucht zu kämpfen. Könnt ihr den Kampf sehen? Ich weiß nicht, wer gewinnt. Siren Head oder Elkran Maha. Das Problem an Elkran Maha ist, er ist noch viel länger, aber das Ganze ist unter Wasser. Elkran Maha hat ja einen Vorteil, weil das Ganze im Wasser stattfindet. Könnt ihr das hören? Siren Head versucht sich mit seinen Sirenen zu verteidigen. Das ist seine Geheimwaffe. Ich kann es nicht glauben. Ich glaube, Siren Head gewinnt gerade. Denkst du wirklich? Das hätte ich niemals gesagt, dass Siren Head wirklich so deutlich gewinnt. Ihr seht es hier, Elkran Maha schwimmt weg. Ja, Elkran Maha verschwindet einfach. Elkran Maha ist untergetaucht, vermutlich weil das Siren Head Geräusch viel zu laut war für ihn. Willst du mir damit sagen, dass Siren Head den Kampf gewonnen hat und Elkran Maha verloren? Ich weiß nur eins, hier sind noch weitere Menschen auf dem Wasser. Haben die denn diesen Kampf gerade nicht gesehen? Und wo ist Siren Head hin? Ich weiß es nicht, wo versteckt er sich? Ihr habt es doch gesehen, Siren Head war so groß wie der Berg und er stand hier und jetzt ist Siren Head auf einmal weg. Wir sehen ihn nicht mehr, aber Elkran Maha muss absolut untergetaucht sein. Ihr habt es gesehen, Elkran Maha hat alles versucht, aber am Ende ist Elkran Maha einfach weggeschwommen. Ja, aber vielleicht kommt er gleich zurück, noch stärker und das ist nur eine Finte. Ihr wisst doch, Siren Head ist einfach stärker wie Elkran Maha. Der ist auch größer, aber das Ganze ist im Wasser. Normalerweise muss sich da Elkran Maha perfekt ausdenken. Ich weiß jetzt nicht, was los ist, Freunde. Wo hat sich denn Siren Head versteckt? Ein Siren Head versteckt sich hier bei der Fabrik. Ein weiterer Siren Head befindet sich hier oben im Labor. Auch das Dorf wird von Siren Head angegriffen. Ein weiterer Siren Head versteckt sich im Parkhaus und noch einer im Zirkus drin. Wir werden heute alle 5 Orte mit der Drohne überwachen
Rumi zu retten. Leider wissen wir aber nicht, an welchem Ort sich Rumi vor dem bösen Siren Head versteckt. Rumi ist hier ganz allein auf der Straße und braucht eure Hilfe. Lasst jetzt alle ein Like da, damit wir Rumi retten können und den Siren Head aufhalten können. Und abonniert jetzt noch unseren Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist komplett kostenlos. Wir werden jetzt unsere Drohne direkt bei diesem Dorf starten und hoffen, dass wir mit euch zusammen Rumi retten können. Wir sind jetzt hier direkt zu dem kleinen Dorf geflogen und ihr könnt es sehen, hier wohnen nur 500 Leute. Das bedeutet, das ist ein ganz kleines Dorf und da soll Siren Head sein? Oder Rumi, denn Rumi hat ja am Anfang des Videos gegen Siren Head gekämpft. Oh, schau mal, da ist Siren Head. Ihr könnt es sehen, der Siren Head ist größer als der Berg fast. Ich wusste gar nicht mehr, dass der so groß ist. Es gibt verschiedene Siren Heads, einen ganz großen, mittleren und einen kleinen. Aber der muss riesengroß sein, der war ja so groß wie der Berg. Habt ihr das gehört, Leute? Der Sound von Siren Head ist einfach nur nervig. Bei dem Sound bekomme ich ja wieder Albträume, nur alleine von dem Sound. Das bedeutet, wir haben jetzt Siren Head gefunden, aber wo ist Rumi? Da ist sie! Da ist Rumi, was? Sie versteckt sich gerade dort. Ihr könnt es sehen, sie versteckt sich hinter diesen Steinen. Und ihr habt es gerade gesehen, der Siren Head war genau da hinten am Eingang vom Dorf. Das heißt, Rumi weiß, dass Siren Head sie verfolgt. Ja, natürlich, weil Siren Head kann man auch nicht übersehen, wenn er so groß ist. Das bedeutet aber, Siren Head ist viel größer als Rumi. Hat Rumi überhaupt eine Chance gegen Siren Head? Doch, Rumi ist sehr stark, aber zum Glück sind wir als allererstes in das Dorf geflogen mit unserer Drohne. Und Rumi hat sich gut versteckt. Wir suchen jetzt weiter Rumi. Rumi hat nämlich nur eine einzige Waffe und zwar ist es ihr Schwert. Und das passiert, wenn Rumi in dem Dorf bleibt. Sie wird angegriffen vor Siren Head, weil Siren Head braucht ja eigentlich nur 5 Schritte und ist im Dorf drin. Zum Glück seid ihr hier. Zum Glück schaut ihr dieses Video. Lasst jetzt nochmal ein Like da und abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist kostenlos. Am besten ein Like da lassen, nur für Rumi, dass sie es schafft, Siren Head aufzuhalten. Aber fällt dir was auf? Hier in diesem Dorf ist kein einziger Fußgänger. Kein Mensch lebt hier. Die sind natürlich schon alle abgehauen, weil sie den Sound auch gehört haben, so wie wir. Die haben die ganze Stadt, also das kleine Dorf, evakuiert. Ja, deshalb ist das Dorf menschenleer. Und da fahren sie schon aus der Stadt mit dem Fahrrad und dem Auto. Alle flüchten vor dem bösen Siren Head. Sie müssen sich beeilen, nämlich genau dahinter war der Siren Head am Ich dreh Anfang. mich um, vielleicht sehen wir ja irgendwo den Siren Head wieder. Da ist er! Er kämpft gegen Rumi. Nein, er kämpft wirklich gegen Rumi. Rumi, du schaffst es! Aber Rumi gewinnt, oder? Ja, Rumi ist wirklich stark mit ihrem Schwert und ihrem Stab. Wo ist sie gerade hingelaufen? Habt ihr es gesehen? Ich habe nicht aufgepasst. Wo ist Rumi hingelaufen? Sie hat es wirklich geschafft, diesen großen Siren Head in Schach zu halten und hätte fast den ganzen Kampf gewonnen. Schau mal, da unten ist ein einzelner Hund. Der rennt doch auch schon weg. Genau da war der Kampf gegen Rumi. Okay, Freunde, gut, dass ihr hier seid. Wir haben jetzt Siren Head und Rumi gefunden. Und Rumi war stärker als Siren Head. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ihr habt den Größenunterschied gesehen. Rumi war im Vergleich zu Siren Head klein. Ich glaube, das muss wirklich der ganz große, starke Siren Head gewesen sein. Wo ist der hin? Der kann sich doch einfach nicht verstecken. Wir müssen ihn finden. Die Frage ist auch, nach dem Kampf, wo ist Rumi hin? Ich weiß es nicht. Oder ist der große, böse Siren Head zu einem anderen Ort gegangen? Das kann natürlich sein, aber die Frage ist, ob Rumi noch dort ist oder ist Rumi auch aus dem Dorf gelaufen? Wir suchen weiter. Wir fliegen jetzt das ganze Dorf mit euch ab. Siren Head erkennen wir auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist, dass wir auf jeden Fall Rumi finden. Guck mal, ich habe hier das Haus abgesucht. In diesem Haus war Rumi nicht drin. Dann vielleicht in einem anderen Haus. Dann fliegen wir jetzt zu einem anderen Haus in dem kleinen Dorf, wo wir ganz am Anfang dieser Drohnenflug waren. Das Wichtigste ist, da ist Siren Head. Da ist er auf der großen Wiese. Ihr könnt ihn alle sehen. Der ist nicht zu übersehen. Und ihr hört es ja auch. Ihr könnt ihn auch nicht überhören. Dieser Sound ist wirklich aggressiv. Ich hoffe, Rumi hat sich sehr gut versteckt. Nicht, dass sie noch taub wird von dem ganzen Sound. Wir müssen zurück zur Karte. Wir müssen auf unserer Karte gucken, wo sich Rumi noch versteckt haben könnte. Ja, natürlich. Es gibt doch noch viele Orte, wo sie hingehen kann. Auf geht's. Ihr habt es gesehen. Es war so ein spannender Kampf zwischen Rumi und Siren Head. Und zum Glück hat Rumi gewonnen. Aber wo versteckt sich jetzt Rumi? Vielleicht versteckt sich Rumi hier in diesem Parkhaus, weil das Tor offen ist. Dann lasst uns jetzt mit dieser Drohne sofort zu dem Parkhaus fliegen und den bösen Siren Head aufhalten. Hier vorne ist das Parkhaus und ihr könnt es sehen, das Parkhaus ist komplett verlassen. Aber wie du sehen kannst, das Tor ist offen. Das bedeutet, man könnte eigentlich in das Parkhaus reingehen. Aber ich habe jetzt keine Rumi gesehen und ihr wisst ja, Rumi versteckt sich irgendwo vor dem bösen Siren Head. Sie kann aber auch auf die Straße gehen. Auch das wäre ein super Versteck vor Siren Head. Hier ist auch eine riesengroße Straße und Siren Head können wir nicht übersehen. Siren Head ist so groß, der ragt sogar über das größte Hochhaus. Vor allem ist das der ganz große Siren Head. Der ist größer als das größte Gebäude dort. Wir fliegen weiter. Da ist Siren Head. Auf der Straße. Ihr seht es, der läuft da rum. Was macht der dort? Genau dort beim Parkhaus auf der Straße. Der ist so
laut und nervig, dieser Ton von Siren Head. Ich mag ihn einfach nicht. Und es ist immer der gleiche Ton. Sobald du diesen Ton hörst, du weißt, es ist Siren Head. Und er ist irgendwo in der Nähe. Leute, wir müssen auf jeden Fall Rumi retten vor dem bösen Siren Head. Deswegen habt ihr auf dieses Video geklickt. Es ist verrückt, dass Siren Head einfach aus nichts wiedergekommen ist. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Und ihr seht hier Zoe und Zoe. Nein! Was machen die? Die kämpfen. Nein, die kämpfen Zoe und Siren Head. Zoe wurde besiegt von Siren Head. Rumi hat den ersten Kampf gewonnen gegen Siren Head, aber die arme Zoe, die Frage ist, was macht denn Zoe überhaupt da? Wir dachten ja, da wäre Rumi. Dann ist auch Rumi irgendwo in der Nähe, wenn Zoe auch schon da ist. Vielleicht wollten die sich treffen. Zoe und Rumi wollten sich vielleicht dort im Parkhaus treffen. Wir fliegen weiter, ihr haltet Ausschau nach dem bösen Siren Head oder Rumi. Ihr wisst doch alle, wie Rumi aussieht. Auch wenn Zoe verloren hat. Ah, Da ist Rumi. da ist Rumi. Und sie kämpfen wieder gegen Siren Head. Oh mein Gott, Rumi, du schaffst es ein zweites Mal. Du wirst gewinnen. Für die K-Pop Demon Hunters, Rumi, let's go! Sieht gut aus. Ja, sie hat's geschafft. Sie hat wirklich das zweite Mal Siren Head besiegt. Aber sie rennt weg. Natürlich, das war die Rache für Zoe. Hinterher, wo ist Rumi hin? Wo ist hin? Ich weiß auch nicht, wo Siren Head hin ist. Das sind voll viele Tore und voll viele Gebäude. Da kann Rumi überall sein. Ihr habt's gesehen, Rumi hat gerade mit ihrem Schwert gegen Siren Head gekämpft, ist hochgesprungen, hat Siren Head damit geschlagen. Super! Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da, dass sich Rumi rächen konnte wegen Zoe. Okay, aber wo ist er hin? Hier müsste er eigentlich irgendwo sein. Ihr wisst ja, wie groß er ist. Da hinten ist er auch nicht. Man müsste ihn schon vor mehreren Kilometern sehen. 3 Stück! Was? Es gibt 3 verschiedene? Ihr seht es ganz hinten in der Ferne. Ich dachte, es gäbe immer nur einen großen. Jetzt gibt es 3 von denen. Alle laufen auf diesem Feld rum. Weißt du, was das bedeutet, wenn es 3 Siren Heads gibt? Ich weiß es nicht. Es sind viel zu stark. Das schaffen die K-Pop Demon Hunters alleine nicht. Wir brauchen deswegen eure Unterstützung, deine Hilfe. Du musst jetzt unseren Kanal abonnieren. Bitte abonniere jetzt unseren Kanal. Und lasst ein Like da, weil Rumi hat eine Chance gegen ein Siren Head, aber sie hat keine Chance gegen 3 Siren Heads. Aus diesem Grund, liked dieses Video. Bitte liked es jetzt. Nur mit diesem Like kannst du Rumi retten. Wir fliegen weiter, Freunde. Hier muss irgendwo sich Rumi verstecken. Weil Rumi hat Siren Head besiegt und versteckt sich wieder, um dann wieder zuzuschlagen, weil es sind 3 Siren Heads dort. Vor allem, wenn jetzt 3 Siren Heads gegen Rumi kämpfen, wird Rumi vermutlich verlieren. Rumi braucht unglaublich viel Unterstützung, viel Liebe, viele Likes. Auf jeden Fall werden wir Rumi unterstützen. Lass uns doch mal auf der Karte gucken. Vielleicht versteckt sie sich an einem anderen Ort. Natürlich unsere Karte. Die arme Zoe hat den Parkhaus gegen Siren Head verloren. Dann lasst uns jetzt direkt zur Fabrik fliegen, denn das Parkhaus ist mit der Fabrik verbunden. Das ist eine sehr gute Idee, deshalb fliegen wir jetzt mit unserer Drohne direkt zur Fabrik. Hier vorne ist auch schon die Fabrik und da fliegen wir jetzt direkt mit euch hin. Hoffentlich finden wir Rumi. Und wir haben eine sehr gute Chance, weil ihr könnt es sehen, die Fabrik ist nicht so groß wie ein ganzes Dorf. Und hier befinden sich auch wieder keine einzigen Menschen, Leute. Das bedeutet, Siren Head ist hier in der Nähe. Aber dafür gibt es sehr gute Verstecke. Man kann sich hier in jeder Ecke sehr gut verstecken. Hörst du das? Ich kann Siren Head hören. Ganz leise, der muss in der Nähe sein. Ihr hört es ja, hier muss irgendwo Siren Head sein. Und ich krieg mal... Ah! Das sind Rumi und Gino. Die rennen in verschiedene Richtungen. Haben die vielleicht Siren Head gesehen? Die hören ihn, so wie wir. Wir hören ihn auch. Einer rennt links, einer rennt rechts. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Wen sollen wir denn jetzt verfolgen? Gino oder Rumi? Wir folgen Rumi. Dieses Video heißt Siren Head gegen Rumi. Wir müssen Rumi retten. Stimmt, und Rumi hat hier schon 2-mal gegen Siren Head gewonnen im Kampf. Und in unserem letzten Video ist Gino ja zu Mira gerannt. Vielleicht geht er jetzt wieder zu ihr. Stimmt, und da haben die sich sogar geküsst. Deshalb sind sie auch in getrennte Wege gelaufen. Das bedeutet, wir folgen auf jeden Fall Rumi, denn Gino hat auf jeden Fall Mira. Fuck. Das bedeutet, wir folgen auf jeden Fall Rumi, denn Gino hat Mira. Stimmt, und Rumi ist ganz alleine, wie auch auf der Karte, ganz alleine auf der Straße. Wo ist sie hin? Wo ist Siren Eater hin? Ich weiß es nicht, aber schau dir die Fabrik an. Das ist ja größer als ich dachte. Da ist Siren Head. Wieder hier hinten bei der Fabrik. Auf dem Feld, wie groß ist der? Der ist riesig. Kann es sein, dass der sogar gewachsen ist in der Zeit? Oder ist es ein anderer? Das kann wirklich sein. Spult mal zurück, schaut das Video nochmal vom Anfang an. Der ist doch größer geworden. Erst war Siren Head so groß und jetzt ist er noch größer geworden. Wie kann das sein? Vielleicht versteckt sich ja Rumi hier unten in diesem orangenen Container. Das ist ein gutes Versteck, so würde ich's machen. Ein kleiner Container, den sieht Siren Head nicht. Da ist nur Holz drin, Leute. Was sollen wir denn jetzt machen? Bei der Brücke, irgendwo muss doch Rumi sein. Sie war doch gerade da noch mit Gino. Lass uns zur Karte gehen. Wir müssen jetzt gucken, wo Gino hin ist und wo Rumi hin ist. Wir haben noch so viele Orte, die wir mit der Drohne abfliegen müssen. Aber überall ist Siren Head. Wir müssen aufpassen. Ihr kommt mit. Wir gehen jetzt zur Karte. Mira und Gino sind in
verschiedene Richtungen weggelaufen, aber wir wissen nicht wohin. Vielleicht ist ja Mira ins Maisfeld gelaufen, obwohl da Toilet Eater ist. Oder vielleicht ist Gino ins Labor gelaufen, aber auch hier ist ein Toilet Eater. Wir wissen nicht, wo sich Gino und Mira verstecken, aber ihr müsst jetzt alle ein Like da lassen, so können wir sie finden. Dann lass uns jetzt direkt zum Labor fliegen und hoffen, dass wir entweder Mira oder Gino dort finden. In diesem See hinter uns befindet sich das Monster El Gran Maia. Angeblich soll sich auch noch unter Wasser ein echter Lamborghini befinden. Und wir werden heute den ganzen See mit unserer Drohne abfliegen. Außerdem werden wir heute mit unserer Drohne unter Wasser tauchen und dafür werden wir sie jetzt vorbereiten. Hier ist der Unterwasserschutz für unsere Drohne, den wir jetzt an unserer Drohne befestigen. Und somit ist unsere Kamera gegen Wasser geschützt. Ihr könnt es sehen, jetzt können wir mit unserer Drohne in den See tauchen. Wir werden unsere Unterwasserdrohne jetzt aus sicherer Entfernung starten. Hinter uns ist der See, in dem sich El Gran Maha befindet. Und wir verschwenden keine Zeit und starten die Drohne mit euch in 3, 2, 1. Wir fliegen mit euch jetzt den ganzen See ab und suchen El Gran Maia. Und da ist auch schon der Eingang des Sees, wo wir mit der Drohne jetzt durchfliegen. Und ihr könnt es sehen, der See ist übertrieben groß. Da kann sich El Gran Maia überall verstecken. Wir starten in 3, 2, 1, Abflug. Guckt euch an. Oh mein Gott, der ist wirklich riesengroß, der See. Alles ist voller Wasser. Aber Wasser ist normalerweise blau und das Wasser hier ist giftgrün. Ja, warum denn wohl? Weil da El Gran Maha lebt und wohnt. Da ist El Gran Maia. Ihr könnt es sehen, wie groß ist El Gran Maia im ganzen See. Da ist er auf jeden Fall. Haben wir ihn jetzt schon mal gesehen. Und ihr seht es, diese Augen und diese Zähne. So ein großes Maul, der kann damit ja alles fressen. Aus diesem Grund lasst mal einen fetten Like da. Wir haben El Gran Maia im echten Leben gefunden. Mein Herz, ich habe damit niemals gerechnet, dass wir El Gran Maha so schnell finden. Und der ist untergetaucht. Wir müssen jetzt gucken, wann er wieder auftaucht. Und ich sehe da hinten irgendwas Weißes im Wasser. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Das passt gar nicht zu einem See, wenn da drin alles so komisch schwimmt. Schaut es euch an, es ist nicht nur weiß, es ist sogar blau. Das ist giftig, das ist Gift in dem Wasser. Hat das was mit El Gran Maha zu tun? Wenn ihr das denkt, dann lasst jetzt alle mal ein Like da. Das muss auf jeden Fall was mit El Gran Maia zu tun haben. Ihr könnt es ja sehen, das ist nicht normal und da ist auch keine einzige Ente. Und es ist noch grüner gewesen als jetzt zum Beispiel dieser Teil. Warte mal, da vorne ist irgendwas. Stimmt, da ist was im Wasser, auf dem Wasser, auf dem Wasser. Ihr könnt es sehen, oh mein Gott, das ist eine schwarze Ente. Oh mein Gott, Leute, wir haben echt auf dem See eine echte Ente gesehen. Aber die bewegt sich gar nicht. Wie, die bewegt sich nicht? Ihr könnt es sehen, die hat einen roten Schnabel und ist komplett schwarz. Flieg mal ein bisschen um sie herum und näher dran. Ich glaube, die ist aus Plastik. Das kann doch nicht sein. Willst du mir sagen, das ist keine echte Ente? Das ist doch keine echte Ente. Leute, spult zurück und schaut sich an. Das war auf jeden Fall keine echte Ente. Wieso setzt man denn auf dem See eine unechte Ente, eine Fake-Ente rein? Damit keine weiteren Enten auf das Wasser gehen. Oder weil El Gran Maha alle Enten schon gegessen hat. Das macht überhaupt keinen Sinn, Freunde. Wir müssen mit euch zusammen weiterfliegen. Wir müssen El Gran Maia finden. Schau mal, was ist denn da? Ist El Gran Maha! Schon, Leute, guck mal, was El Gran Maia da macht. Wie heftig ist das? Und er war ganz nah an dieser Ente dran. Okay, er ist wieder untergetaucht. Ihr habt es gesehen, El Gran Maia ist wieder in dem Wasser. Was hat denn bitte der davor in dem See? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier irgendwie eine Luftblase. Noch eine. Ihr könnt es sehen. Guckt euch mal, was da ist. Ich fliege da mal näher. Könnt ihr das erkennen? Und genau da war gerade eben noch El Gran Maha und neben ihm sind da 3 solche Luftdinger. 3 solche Fontänen, die Wasser nach oben spritzen? Was braucht denn ein See bitte so etwas, das Wasser nach oben spritzt? Da kommt doch das Regenwasser von oben runter. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nur eins sagen, dass es ganz ungewöhnlich ist, dass man sowas in dem See sieht. Ich sag dir was, das hat auch damit zu tun, dass El Gran Maha in diesem See wohnt. Ich flieg weiter. Schaut mal, das ist eine Ente. Da ist eine Ente, die ist doch eh nicht echt. Doch, die ist echt. Was, das ist eine echte Ente? Schau mal, die ist echt. Die hat Angst. Die will eigentlich weg von dem Wasser, weil die weiß, dass El Gran Maia unter ihr ist. Ja, natürlich, aber jetzt haben wir endlich mal auch eine echte Ente gefunden. Nur mir fällt auf, es ist nur eine einzige. Eine einzige Ente auf dem gesamten See, das ergibt keinen Sinn. Eine echte Ente, eine unechte Ente auf dem ganzen See und ihr seht ja, wie groß der See ist. Und diese Ente hat wirklich Angst und da ist noch eine weitere Ente. Oh Gott, was ist das? Da sind Kabel, die ins Wasser führen. Bei dieser Fontäne. Schaut euch das mal an, das ist doch gruselig. Leute, was macht sowas denn bitte in einem See?
Solche Kabel, die aus dem Wasser ragen. Vor allem, das ist Strom. Strom und Wasser ist keine gute Idee. Das will damit bedeuten, dass Elkran Maha da unten gefangen ist. Nein, Maha! Genau wenn wir es sagen, kommt er auch noch. Wir dürfen gar nicht mal zu nah ans Wasser fliegen, weil es kann sein, der kommt hoch und schnappt sich unsere Drohne. Wir fliegen jetzt einfach mal hoch mit euch zusammen und gucken uns den See von oben an. Was hältst du davon? Ich verstehe eh nicht, was alles in diesem See ist. Unechte Ente, Kabel mit Strom, solche Wasserfontänen. Was hat das alles im See zu tun? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur eins, dass dieser See extrem groß ist und dass sich in diesem See El Gran Maya befindet. Und am Ufer sind auch überhaupt keine Menschen, als wie wenn die wüssten, dass genau dort, genau da Elkran Maha wohnt. Ich fliege am besten noch einmal zurück. Da ist er! Das ist El Gran Maya. Oh mein Gott, was macht er? El Gran Maha. Oh mein Gott, er ist untergetaucht. Leute, wir haben dank eurer Hilfe El Gran Maha in diesem Video hier gefunden. Lasst bitte ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, weil ich habe das Gefühl, dass wir auch noch unter Wasser gehen müssen. Wir werden auch unter Wasser tauchen mit unserer Drohne heute. Vergesst es nicht, wir tauchen nachher noch unter Wasser. Weil wir jagen Elkran Maha bis zum Schluss. Da könnte sich Elkran Maha super verstecken. In dem Schilf, in den Grashalmen gucken wir jetzt nach El Gran Maha. Ja, weil da kann man ihn nicht mehr sehen. Aber das ja nicht. Guck mal, wir hätten ihn schon längst gesehen, hätte er sich zwischen diesen Grashalmen versteckt. Es kann natürlich auch sein, dass er sich unter den Grashalmen versteckt. Da können wir ihn auf keinen Fall sehen. Wir fliegen jetzt noch 1-2 Minuten mit der Drohne überhalb des Wassers den ganzen See ab und danach tauchen wir mit unserer Drohne ins Wasser ein. Weil mir fällt gerade auf, dass Elkran Maha immer ganz spontan aus dem Wasser kommt. Es gibt hier keine Regel. Er kommt, er geht, er kommt, er geht. Weiterfliegen und abwarten. Das Glück ist auf unserer Seite und auf deiner Seite. Ich folge jetzt mal dem Stromkabel. Ihr seht, das Stromkabel führt an Land. Ja, wohin führen überhaupt diese Kabel? Die müssen ja irgendwo herkommen. Und vor allem, warum Strom im Wasser? Denkst du, ich kann da mein Handy laden im See? Ah, dein Handy laden? Ich weiß es nicht. Warum Wir könnten mit der Drohne einfach landen und sie laden dort. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ihr seht es aber, da ist ein Kabel und es führt zu diesen Fontänen. Und es ist echt lang. Ich dachte, es wäre nur ein Stück vom Kabel, aber es sind ganz viele, ganz lange Kabel. Wir fliegen nochmal hoch mit euch, weil von oben hatten wir bisher die meisten Chancen, El Gran Maya zu sehen. Vielleicht sehen wir auch nur seinen Schatten, wie er durch den See schwimmt. Sehr gute Idee und ihr schaut auf jeden Fall zu, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr El Gran Maya seht, dann lasst es uns gerne wissen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was jetzt noch alles passiert. Aber das Gute ist, wir wissen, dass Elkran Maha dort ist. Nur, wir wissen nicht, was er vorhat. Da hinten ist irgendwas gerade ins Wasser geflogen, ihr habt es Echt? gesehen. Ist da was ins Wasser spult geflogen? zurück, ich fliege näher. Guck mal da vorne, siehst du das? Ja, Das sind Wellen. aber woher soll es denn Da, kommen? noch Da mal. noch was! Ihr habt es gesehen, zweimal. Kommt es vom Himmel? Ich weiß es nicht, vielleicht kommt auch von unten. Wie von unten? El Gran Maya holt Luft. Nein, irgendwas muss ins Wasser gefallen sein. Oder von unten hochgeschossen. Ja, aber woher denn? Ihr seht hier die ganzen Kreise auf dem Wasser, da ist irgendwas passiert. Da ist weder ein Stück Land, noch sind da irgendwelche Menschen und Elkran Maha... Ah, da ist er! El Gran Maya, jedes Mal, wenn du es sagst, ist El Gran Maya da. Ihr könnt es sehen, was macht El Gran Maya da? Ich glaube, der hat uns jetzt gesehen. Ich glaube, der hat die Drohne ganz genau mit seinen 100 Augen angeschaut. Er weiß, dass wir den See überwachen mit der Drohne. Aber wir sind nicht alleine, wir haben euch, zum Glück seid ihr noch da, zum Glück schaut ihr das Video bis zum Ende. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt hoch und danach tauchen wir mit Vollgas in das Wasser ein. Ich hoffe aber nicht, dass in dem Moment, wenn wir ins Wasser gehen mit der Drohne, Elkran Maha kommt. Sonst gehen wir einfach mit der Drohne in sein Maul rein. Und das wäre schlecht. Ja, natürlich, dann ist die Drohne im Magen von ihm und da hole ich sie nicht raus. Und das Video wäre vorbei, dann hättet ihr nichts mehr zu gucken. Aber wir müssen schauen, ich will unbedingt wissen, was passiert alles unter dem See. El Gran Maya, schon wieder. Oha, wärst du jetzt runtergeflogen, wäre die Drohne weg gewesen. Freunde, Mann, wir suchen jetzt noch einmal kurz den See ab. Irgendwo muss doch jetzt El Gran Maya hingegangen sein. Wir brauchen jetzt eine Stelle, wo er nicht ist, damit wir sehr, sehr gut reinfliegen können. Ich sehe ihn nicht, er ist weg. Ich sehe nur überall diese blauen Flecken auf dem grünen, giftgrünen Wasser. Nur bist du dir sicher, dass er jetzt auch wirklich untergetaucht ist? Vielleicht ist er jetzt am Grund vom See. Mach dich bereit, zieh deine Taucherbrille auf. nein. Freunde, macht euch bereit. Wir tauchen jetzt mit unserer Drohne in das Wasser und suchen unter Wasser El Jeder Gran will Maya. doch wissen, was da unten los ist. Was passiert da unten? 3, 2, 1, los geht's! Wir sind im Wasser, wir sind im Wasser. Wir sind unter Wasser, Leute. Wirklich? Wir sind wirklich unter Wasser mit der Ich Drohne. fühle mich auch irgendwie voll nass gerade. Okay, wir müssen jetzt El Gran Maya suchen. Ihr wisst es, El Gran Maya ist sehr groß. Wir werden ihn auf jeden Fall leicht finden. Ja, jetzt sind wir endlich da unten. Ich will wissen, was ist mit Elkran Maha unter dem See? Was macht ihr da hinten? Hey, schau mal da hinten, da liegt doch ein Lenkrad. Stimmt, Leute, seht ihr das? Wir Habt ihr fliegen da das mal hin. Lenkrad gesehen? Da ist ein Lenkrad im Wasser. Was macht denn bitte ein Lenkrad im Wasser? Schaut mal, was da auf dem Lenkrad steht. Da steht Lamborghini. Nein!
Nein, wirklich Lamborghini! Das bedeutet, die Geschichte mit dem Menschen, der mit seinem Lamborghini ins Wasser gefahren ist echt? Das haben wir ja ganz am Anfang des Videos erwähnt, dass angeblich da ein Lamborghini in dem See ist. Wir müssen aber nach Elkran Maya Ausschau halten. Wir müssen Elkran Maya suchen. Das bedeutet aber, wenn das Lenkrad hier von dem Auto liegt, dann muss doch irgendwo das Auto liegen. Das Lenkrad kommt doch nicht alleine. Okay. Das muss das ganze Auto da sein. Wir suchen mit euch jetzt das Auto, Lamborghini und Elkran Maya. Da müssen wir zur Zeitung gehen, wenn die Geschichte wirklich wahr ist, dass in dem See ein ganzer echter Lamborghini ist. Okay, ich sehe aber nichts. Ich sehe nur Steine. Siehst du irgendwas? Nein, ich sehe nichts. Wir müssen aber immer noch aufpassen. Elkran Maha kann um jede Ecke kommen. Warte, Schau mal da hinten! Ich sehe auch was. Siehst du das? Ich sehe es, Leute. Wir schwimmen da mit euch hin. Guckt es euch mal an. Ich glaub's nicht! Da ist der Lamborghini. Ich glaube es nicht! Ihr seht es, da ist wirklich ein 100.000 Euro teures Auto in diesem See. Ist der wirklich echt? Der ist gelb und echt. Ihr seht es. Das ist ein echter Lamborghini im See auf dem Grund. Die Geschichte mit dem Mann, der verzweifelt mit seinem Auto in den See gefahren ist echt. Weißt du, wie alt diese Geschichte ist? Das ist brutal, Leute, Mann. Und dieser Mann wurde vielleicht sogar von Elkran Maya aufgegessen. Schaut mal, er hat keine Reifen mehr vorne. Die Fenster sind offen. Ja, wie krass ist das denn? Das ganze Auto ist einfach im See drin. Okay, das ist echt krass, Leute, dass wir jetzt nicht nur Elkran Maya gesehen haben, sondern auch das Auto. Leute, ihr lasst alle mal ein Like da, weil dann werden wir irgendwann mal an den See gehen und den Lamborghini hochholen. Wir müssen aber jetzt nach Elkran Maya weitersuchen. Wir dürfen uns nicht auf dieses Auto fokussieren. Vielleicht hat ja was damit zu tun. Elkran Maha hat vielleicht dieses Auto gegessen. Elkran Maya! Da ist er! Okay, ein riesen Elkran Maya unter Wasser. Das erste Mal, dass wir unter Wasser entdeckt haben. Wie cool ist das denn? Die Frage ist, wo ist er hingeschwommen? Irgendwo versteckt er sich hier hinter diesen Fischen. Das sind ganz kleine Fische. Okay, die beschützen ihn. Aber wo ist Elkran Maha hin? Ich kann ihn gar nicht mehr sehen. Ich sehe ihn auch nicht. Leute, seht ihr Elkran Maya? Ihr seht, wie groß der See ist. Man kann nicht mal bis nach hinten schauen. Wir haben zum Glück euch. Zum Glück schaut ihr dieses Video bis jetzt. Falls du bis jetzt noch nicht abonniert hast, abonnier jetzt nochmal. Es ist komplett kostenlos. Einfach mal ein Abo da lassen bei Kevin und Flexi. Und wir gehen jetzt auf die Jagd nach Elkran Maha. Und wenn wir hier die 200.000 Aufrufe auf dieses Video schaffen, dann holen wir dieses Auto, diesen teuren Lamborghini aus Wir dem gehen See. an den See mit einem Kran und holen das Auto raus. Für euch, aber wenn Elkran Maya weg ist. Ich wollte gerade sagen, wir können ja nicht einfach in den See. Du weißt, wer da wohnt. Schau mal, was da ist. Was ist das denn? Das ist noch ein versunkenes Schiff. Das ist ein Schiff. Da ist ein versunkenes Schiff in dem See und ein Auto. Aber da sieht man mal, dass das Schiff noch mehr Jahre da unten drin ist. Du siehst es, ja, das ist richtig verrostetes Schiff. Und das Auto ist da seit einem Jahr oder so erst drin. Was ist denn da alles in dem See? Elkran Maha, ein Schiff, ein Lamborghini. Und vielleicht noch ein YouTube-Button, weil ihr abonniert habt? Oh mein Gott, was ist das? Ein Hai. Das ist ein Babyhai. Ein Babyhai ist da noch drin. Krass, aber was hat Elkran Maha bitte mit diesen ganzen Sachen in dem See vor? Okay, unsere Drohne, Mann. Nicht, dass ihr ihren Geist aufgebt. Nicht, dass jetzt die Batterie ausgeht. Oder sind wir vielleicht zu tief? Ich glaube, wir müssen ein Stückchen weiter hoch. Wir müssen wieder an die Wasseroberfläche. Du weißt, was das bedeutet, wenn die Drohne einfach auf dem Grund hängen bleibt. Sie ist verloren. Immer. Ich gehe da nicht runter, solange Elkran Maha da unten drin Ich gehe schwimmt. da auch nicht rein. Nicht wegen unserer Drohne. Für den Lamborghini, ja, aber nicht für die Drohne. Nein, aber jetzt schauen wir mal, jetzt können wir wieder was sehen. Da ist ein Rochen. Da ist ein Rochen, da sind noch andere kleine Fische. Okay. Die Frage ist, wo ist Elkran Maha hin? Der hat doch da unten bestimmt irgendwo ein Versteck. Wir suchen einfach den ganzen See jetzt ab, den ganzen Meeresboden. Irgendwo ist der, da bin ich mir zu 100%ig sicher. Okay, aber hier ist nichts. Hier sind nur irgendwelche Algen und Schilf. Steine wahrscheinlich auch, aber ihr seht es, wir sind wirklich ganz tief unten im See. Ich flieg mal weiter mit unserer Drohne, beziehungsweise ich schwimme mal weiter. Oh mein Gott, pass auf! Eine Höhle. Schau mal, wie eng das da ist. Nicht, dass du da irgendwo an der Wand hängen bleibst. Okay, wir schwimmen jetzt ganz vorsichtig durch diese zwei Spalten. Konzentrier dich. Die Drohne darf da auf keinen Fall gegen die Wand fliegen oder schwimmen. Geh in Tauchmodus. Ich bin jetzt im Tauchermodus und wir werden Elkran Maya schnappen und fangen. Da vorne geht's raus auf jeden Fall. Da wird's dann wieder etwas nicht so eng. Wir schwimmen da jetzt auf jeden Fall mit der Drohne raus. Oh Gott sei Dank, wir sind raus aus dieser engen Gasse. Aber du siehst, was das ist. Was ist das? Der Rumpf von Plane Eater. Echt, natürlich. Was, ein ganzes Flugzeug ist da auch noch drin. Es kann nicht sein, was alles in diesem See ist. Dieser See ist unheimlich. Oder einfach, der ganze Elkran Maha hat alles aufgegessen. Schaut es euch mal an. Das ist ein Geländer vom Schiff, oder? Das ist das versunkene Schiff. Sollen wir da rausschwimmen? Kannst du da durchfliegen mit der Drohne? Wir schwimmen da jetzt mit der Drohne durch, Mann. Da Und dann- bin ich jetzt mal gespannt, ob du da durchfliegen Ich muss kannst. aber wirklich aufpassen. Nicht, Pass dass wir auf! anstoßen. Knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh mein Gott, was ist ein Fisch? Da war einfach ein Riesenfisch. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen?
Vlad und Niki wurden gerade von Elkran Maha mitgenommen. In diesem Riesensee befinden sich gerade Vlad und Niki und Elkran Maha. Hier auf dem Schild steht es doch. Warnung, Elkran Maha befindet sich in dem See. Haben Vlad und Niki dieses Schild etwa nicht gelesen? Und hier steht noch ein Schild. Warnung, Schwimmen nicht erlaubt. Was? Vlad und Niki können etwa nicht schwimmen? Vlad und Niki, wo seid ihr? Habt ihr das gerade gesehen? Er ist extra reingesprungen, um Vlad und Niki zu retten. Jetzt bin ich komplett nass und ich habe Vlad und Niki in dem See nicht gefunden. Und schaut mal, hier ist noch ein Schild. Nicht in den See pinkeln. Sag mir jetzt nicht, dass Vlad und Niki Pipi gemacht haben und deswegen in den See gesprungen sind. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Nur mit dir können wir Vlad und Niki vor Elkran Maha retten. Dafür müsst ihr jetzt das ganze Video bis zum Ende schauen. So können wir Vlad und Niki retten. Schaltet nicht ab und schaut das Video ganz bis zum Schluss. Ihr wisst doch, Elkran Maha ist so böse. Schaut mal, hier im Baum hängt noch ein Schild. Achtung, nicht das Wasser trinken. Sag mir jetzt nicht, dass Vlad und Niki Durst hatten und deswegen in den See gesprungen sind. Deshalb darf man auch das Wasser nicht trinken, weil Elkran Maha in dem See ist. Aber wie schaffen wir es denn jetzt zusammen mit euch, Vlad und Niki, aus diesem See vor Elkran Maha zu retten? Hier auf dem Schild steht es doch, Drohnenfliegen ist erlaubt. Weißt du, was das bedeutet? Wir starten jetzt zusammen mit euch unsere Drohne und retten Vlad und Niki aus diesem See. Worauf warten wir noch? Wir sind jetzt mit unserer Drohne in der Luft und müssen Vlad und Niki vor dem bösen Elkran Maha Monster retten. Hoffentlich schaffen wir das auch. Ihr seht es, hier ist der See. Wir waren gerade hier und hier müssen wir jetzt Vlad und Niki suchen. Bei dem See waren die ganzen Schilder alles voller Warnung. Und hier ist bis jetzt niemand. Ich sehe keine einzige Person auf der Wasseroberfläche. Aber wo ist Vlad und Niki? Hier ist Elkran Maha. Ihr könnt jetzt sehen, wie groß er ist. Er ist aufgetaucht und wieder abgetaucht. Willst du mir sagen, dass Elkran Maha gerade Vlad und Niki gesehen hat? Ich weiß es nicht. Wir müssen weiter Ausschau halten. Wir wissen, dass Vlad und Niki sich hier irgendwo befinden. Ich brauche deine Schutzweste. Es war Elkran Maha. Aber jetzt ist Elkran Maha einfach weg. Ich sehe Elkran Maha nicht mehr. Aber wir haben immer noch mit der Drohne den See im Blick. Ihr haltet die Augen offen. Wir brauchen deine Hilfe. Ihr müsst für uns jetzt Vlad und Niki finden. Lasst ein Like dafür, Vlad und Niki. Wir wollen ihn doch alle retten. Soll ich mal hier zwischen dem Schilf gucken? Denkst du, Vlad und Niki verstecken sich da drin? Ihr wisst doch alle, was das ist. Das ist Seegras und dahinter können sie sich sehr gut verstecken. Ich finde das ein sehr gutes Versteck. Wir schauen jetzt zusammen mit euch, ob wir hier irgendwo Vlad und Niki finden. Da ist Vlad und Niki. Und sie schwimmen und verstecken sich zwischen den ganzen Grashalmen. Natürlich verstecken sie sich dort. Warum? Weil sie Elkran Maha im See gesehen haben. Das ist ein sehr, sehr gutes Versteck. Da wird Elkran Maha die zwei wahrscheinlich nicht finden. Andererseits, Elkran Maha schwimmt nur 2 Meter von ihnen entfernt. Wir müssen aufpassen. Wir müssen jetzt zusammen mit euch die Augen offen halten. Wir müssen auf jeden Fall Vlad und Niki retten. Sonst können wir das nicht schaffen. Ihr wisst alle, was passiert, wenn Elkran Maha Vlad und Niki kriegt. Ich will es mir gar nicht vorstellen und ausmalen, was da passiert. Oh nein! Vlad und Niki schwimmen davon und Elkran Maha hinterher. Hoffentlich ist Vlad und Niki schneller. Oh mein Gott, ihr habt es gesehen. Vlad und Niki konnten, glaube ich, entkommen. Es war aber so knapp. Aber sie sind einfach verschwunden. Sie sind nicht mehr hier. Gott sei Dank sind sie verschwunden. Wären sie nicht verschwunden, hätte sie Elkran Maha erwischt. Denkst du, Vlad und Niki sind vielleicht unter das Wasser abgetaucht? Ich hoffe, sie haben ein sehr gutes Versteck gefunden. Ob im See oder an Land. Elkran Maha kommt an Land. Ihr könnt es sehen, Elkran Maha geht auf Land, aber er geht wieder zurück ins Wasser. Natürlich, weil vielleicht Vlad und Niki sich versteckt haben, irgendwo an der Nähe des Stegs. Ihr wisst doch, Elkran Maha ist ein Monsterfisch und Fische können nur im Wasser überleben. Und Elkran Maha ist nicht nur ein Monsterfisch, sondern ein so großes Monster. Ihr wisst, wie groß es ist. Ich fliege jetzt zusammen mit euch noch einmal raus auf den See. Vielleicht können wir da irgendwo Vlad und Niki finden. Da ist Vlad und Niki und sie schwimmen von Elkran Maha weg. Schnell, Vlad und Niki, beeilt euch, schwimmt schneller. Wir haben gesehen, dass Vlad und Niki echt schnell schwimmen können. Sie sind aber weg, sie sind untergetaucht. Ich finde sie nicht mehr. Nicht nur Vlad und Niki, wo ist Elkran Maha hin? Ihr müsst die Augen offen halten. Ihr wisst, wie Elkran Maha aussieht. Da ist Elkran Maha, wie wir es gesagt haben. Elkran Maha hat Vlad und Niki erwischt und jetzt sind wir zu spät. Leute, lasst jetzt bitte alle ein Like dafür, Elkran Maha, und schaut das Video bis zum Ende. Ihr könnt hier unsere Drohne in der Reflexion sehen. Hier ist unsere Drohne über der Wasseroberfläche. Aber wo ist Vlad und Niki? Wo ist Elkran Maha? Wo sind alle hin? Du hast recht, keine einzige Person ist mehr hier in diesem See. Alles ist voller Gras und Müll.
Müll! Ihr könnt es sehen, warum sind jetzt hier überall so gelbe Flecken in dem Wasser? Elkran Maha kann man doch nicht übersehen. Der Fisch ist so groß. Schaut es euch an, Freunde. Wir müssen jetzt jeden einzelnen Meter von diesem See absuchen. Denkst du, Vlad und Niki haben sich vielleicht getrennt? Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber in welche Richtung sollen wir fliegen? Sollen wir nach links oder nach rechts fliegen? Vielleicht ist Vlad nach rechts und Niki nach links. Dann fliegen wir zwei jetzt einfach mal ein bisschen höher. Dann haben wir ein viel größeres Suchfeld. Dann können wir den ganzen See von oben absuchen. Ihr könnt es auch schon erkennen. Der See ist richtig groß. So groß wie ein Fußballfeld. Da ist das ganze Wasser, genau da, wo wir am Anfang des Videos auch waren. Aber merkst du eins? Das Wasser ist komplett ruhig. Da bewegt sich nichts. Es ist keine einzige Welle zu sehen. Und wenn ein so großer Fisch schwimmt, dann sieht man, dass er unter Wasser schwimmt. Dann bewegt sich auch irgendwas. Aber das Wasser ist komplett ruhig. Aber wo ist Vlad und Niki? Ich sehe niemanden. Da bewegt sich auch nichts mehr. Oh mein Gott, nein, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, was mit Vlad und Niki alles passiert ist. Da ist Seeiter. Seeiter? Was macht denn jetzt Seeiter hier? Was hat denn Vlad und Niki mit Seeiter zu tun? Ihr kennt doch alle Seeiter. Seeiter ist der Feind von Elkran Maha. Du willst mir sagen, in diesem See ist Vlad und Niki, Seeiter und Elkran Maha? Dann kann ich nur eins sagen, Vlad und Niki, rettet euch! Schaut euch mal an, Seeiter ruft uns gerade an. Leximann, Seeiter ruft an. Wer? Seeiter. Was ist das denn? Weiß ich nicht, vielleicht der Freund von Elkran Maha oder Blub. Sollen wir rangehen? Nein, Mann, ich kenne doch nur Elkran Maha und Blub. Wer ist denn Seeiter? Ich hab Oh mein Gott, wurde aufgelegt, Mann. Freunde, wer ist Seeiter? Warum ruft uns Seeiter an und nicht Elkran Maha oder Blub? Und das Ganze um 3 Uhr nachts zur Teufelstunde! Zu heftig, man. Sollen wir Seeiter zurückrufen? Komm, Was bitte. ist denn ein Seeiter? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir hätten statt FaceTime Seeiter auch FaceTime Elkran Maha oder Blub machen können. Ist das der Freund von den beiden vielleicht? Sind es 3 Fische, die uns anrufen? Ihr seht es, Seeiter und es klingelt, Freunde. Ich rufe an, Mann, Freunde. Klingelt? Psst, seid mal leise. Es klingelt, Alter. Wie krass ist es? Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der echte Seeiter rangeht, Mann. Wer ist denn Seeiter? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich sag doch, der Freund von Elkran Maha, oder? Was meint Leute, ihr? lasst jetzt mal ein Like Warte. da. Gesprächspartner ist zurzeit nicht Flex, Mann, die hätten sofort rangehen, Leute. Ah, Mann. Nein, vielleicht ist er jetzt gerade wieder unter Wasser. Da kannst du doch nicht einfach ans Telefon gehen unter Wasser. Jetzt gerade war der an Land, aber da war der unter Wir hatten Wasser. eine einzige Chance, Seeiter anzurufen, bzw. anzunehmen. Und jetzt haben wir zurückgerufen. Es geht nicht, Mann. Vielleicht war es besser, so dass wir nicht rangegangen sind. Jetzt können wir nachschauen, wer überhaupt dieser Seeiter ist. Stimmt, du hast recht. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Freunde. Elkran Maha kennen wir. Blub kennen wir. Aber Seeiter, wer ist das? Kenn ich nicht. Willkommen bei Cayman und Flexi. Ich bin Cayman. Ich bin Flexi. Und ihr dürft jetzt einmal kostenlos diesen Kanal abonnieren. Denn abonnieren auf YouTube ist komplett kostenlos, ey Leute. Und am besten lasst ihr alle, die hier zuschauen, noch mal ein Like Du da. hast- Und jetzt müssen wir doch nachschauen, wer ist Seeiter? Ich weiß es nicht, wer Seeiter ist. Ihr wisst es bestimmt auch nicht. Ich kenne nur Elkran Maha und Blub. Aber Flexi, Ja, die kennen wir. zusammen werden jetzt mit euch Seeitern anschauen gehen. Wer ist Seeiter? Aber weißt du was? Auf geht's. Ja. Leute, wir sind jetzt hier auf YouTube. Ihr könnt es sehen. Und hier haben wir... Oh! Leute, wir haben noch nicht mal angefangen und das Video redet mit uns. Oh mein Gott, ist das der Sound von diesem Seeiter? Sollen wir da reinklicken? Ja, natürlich, Komm, Mann. Freunde, wir schauen es uns mit euch an, offiziell auf YouTube. Wir haben euch ja gesagt, lasst einen fetten Like da mit euch zusammen. Laden wir jetzt das Video und schauen uns an, was passiert. Wer ist dieser Seeiter? Wir wollen es unbedingt wissen. Alter, das ist krass. Ich will ihn auch sehen. Du hast ihn doch gesehen. Mit einem Arm oder einer Flosse war das. Schau mal hier. Seeiter ist Blub, Freunde, Mann. Oh nein, lass mal sehen. Blub. Seeiter? Seeiter! Seeiter. So sieht er aus mit diesem riesen Mund. Der hat den größten Mund, den es je gibt. Auf dem Und ganzen schau, Planeten. schau, genau dieser Arm, den ich gesagt habe. So, bam, bam. Selbst Lucky hat Angst Ja, vor Lucky, da ist Blub. Das ist Blub. Das ist Blub. Leute, wer ist stärker, Seeiter oder Blub? Oh mein Gott, Freunde, was geht hier ab? Oh mein Gott, Seeiter. Oh mein Gott, der ist doppelt so groß. Alter, der ist einfach. Hab ich das gerade? Warte mal, warte. Kevin, hab ich das gerade? Was? Elkran Maha ruft an, Flexi! Elkran Maha! Schau, ich hab's dir gesagt, Flexi, der echte Elkran Maha ruft an! Oh mein Gott, der echte Elkran Maha, Kevin, geh ran! Geh ran! Oh, was geht hier ab? Elkran Maha, kannst du uns verstehen? Alter, es ist heftig. Flexi, Mann, was soll denn das denn?
Ich verstehe nichts. Versteht ihr irgendwas, Freunde? Hörst du was, Flex? Ich Mach mal verstehe weg kein und rede mit der Kamera. Verstehst du was? Natürlich nicht! Oh mein Gott, warte. Ich habe aufgelegt, Freunde, das war viel zu krass. Habt ihr irgendein Wort verstanden, was Elkran Meyer gesagt hat? Der muss doch hundertprozentig wieder unter Wasser gewesen sein. Ich hab So keine wie Ahnung. Seeeater, der war unter Wasser. Elkran Meyer war unter Wasser. Ich habe kein Wort verstanden. Ihr habt doch selbst gehört. Wenn ja, lasst ein Like da. Habt ihr gehört, was Elkran Meyer gesagt hat? Mir läuft der Schweiß vor lauter Angst, Freunde. Ihr wisst es ja, nicht FaceTime Elkran Meyer oder nicht FaceTime Blue, sondern FaceTime Seeeater, Mann, Flexi. Ja, aber warum hat uns dann jetzt Elkran Meyer Auf angerufen? FaceTime hat uns Elkran Meyer angerufen, davor hat uns aber Seeeater auf FaceTime angerufen. Die Sache ist, was wollte uns Elkran Meyer damit sagen? Ich weiß es nicht, Freunde, wir müssen weiter gucken mit euch zusammen. Das kann doch nicht einfach sein, oder? Dass die beiden da anrufen. Wir müssen immer noch herausfinden, was ist Seeeater? Wer ist Seeeater? Was passiert mit Seeeater? Leute, wer ist das? Oh mein Gott, alles voller Seeeater. Hier ist Blue und Elkran Meyer. Oh mein Gott. Da kämen Mann, Seeeater versus Elkran Meyer. Ey, das schauen wir uns direkt zusammen mit euch an. Das kann doch nicht sein. Seeeater hat angerufen auf Und FaceTime. Elkran Meyer. Alter, Oh mein Gott, Seeeater. Leute, ihr seht es, Mann. Seeeater ist hier. Der ist größer als der Fernseher. Oh mein Gott. Ihr hört es wieder, Mann. Den Sound vom Anfang. Warte mal. Der hat uns angerufen, gerade eben. Guck euch an, Elkran wie groß Meyer. Elkran Meyer ist. Riesig. Größer geht's doch gar nicht, oder? Elkran Meyer ist für mich der größte mich Fisch auch. oder Monster gewesen, was ich je gesehen habe. Einer der ältesten, ihr wisst es, einer der ältesten. Seit dem 15. Jahrhundert. Ich bin Elkran Meyer. oder? Für die sind wir. Natürlich, ich kenne Seeeater nicht. Wir sind für Elkran Wir Meyer. rufen Seeeater an, Mann. Elkran Meyer hat Seeeater besiegt, weil Ja, jetzt will natürlich. Seeeater unsere Hilfe brauchen. Das Ja kann nicht eben, sein. deshalb müssen wir sofort zurückrufen auf Wir FaceTime. rufen jetzt zusammen mit euch Seeeater auf FaceTime. Jetzt sofort. Wir haben jetzt schon einiges zusammen mit euch über Seeeater rausgefunden, Freunde. Seeeater hat gegen Blut gekämpft, gegen Elkran Meyer gekämpft. Seeeater hat aber auch gegen Elkran Meyer verloren. Das bedeutet, Elkran Meyer ist stärker als Seeeater. So sah das zumindest in diesem Augenblick so aus, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil Seeeater ist doppelt so groß wie Elkran Meyer. Und am Anfang habt ihr ja ganz, ganz viele Likes da gelassen und deswegen hat uns hier auch Seeeater angerufen und hier ist seine Nummer und den können wir jetzt zurückrufen auf FaceTime. Und weißt du was, Cayman? Das machen wir. Ihr lasst alle mal ein Like da und wir werden jetzt sofort mit euch live Seeeater zurückrufen. Es klingelt, Freunde, man. Hoffentlich hört ihr was. Und ich habe es hat getutet, oder? Ja. Ja, es klingelt Gott. perfekt, Freund. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ihr seht es. Bitte hinterlassen Sie. Freunde, das kann nur bedeuten, dass entweder Seeeater uns weggedrückt hat, er unter Wasser ist, oder er sein Handy ausgeschaltet hat. Mit Eins von diesen beiden. Armen hat er uns vielleicht weggedrückt. Das kann Du nur weißt eins doch. von beiden sein, Freunde. Ihr wisst es ja. Aber was machen wir, wenn er unter Wasser ist? Ich weiß es nicht. Wenn er unter Wasser ist, dann können wir ihn ja gar nicht erreichen, Freunde. Oder können wir auch gar nicht verstehen, wenn er unter Wasser ist? Das bedeutet, wir müssen sie jetzt nochmal zurückrufen, oder was sollen wir machen? Wir versuchen es jetzt noch einmal mit euch. Wow, Ihr wow, wow. Ah! Das ist Seeeater! Er ruft uns zurück. Am besten ist, wenn wir jetzt sofort rangehen Ey, wir würden. müssen rangehen, oder, Flexi? Weißt du was, Kevin? Du gehst jetzt ran. Bitte, Wir bitte, gehen bitte. ran, okay, wir gehen ran. In 3, 2. Das ist wieder dieses Hunderauschen. Ich verstehe kein Wort, Kevin. Versteht ihr was? Ich verstehe nichts. Guck mal hier. Warte mal, wir machen kurz auf Pause, wir machen ihn auf stumm. Flex, Mann, ich verstehe nichts, ihr versteht auch nichts, oder? Ich habe eine Idee, Kevin. Was ist, wenn man diese Fische nur verstehen kann unter Wasser? Wie unter Wasser? Natürlich, die reden doch in der Fischsprache. Ja. Das bedeutet, man kann sie nur verstehen, wenn man unter Wasser ist. Du meinst, wie so ein Wal, der unter Wasser schwimmen kann, mit einem anderen Wal auch nur unter Wasser kommunizieren? Ja, reden doch ganz normal, und die was Fische sollen wir reden jetzt doch unter machen? Wasser. Sollen wir jetzt das Handy ins Wasser schmeißen, oder was? Nein, wir müssen irgendwie unter Wasser drücken. Und dann können wir Seeeater, Elkran Meyer und Blub unter Wasser verstehen. Freunde, Mann, ich finde es richtig krass. Warte, ich schlage ihm das mal kurz vor, vielleicht versteht er uns ja. Seeeater, wir wollen mit dir telefonieren und kommunizieren. Kannst du uns verstehen? Ich glaube, der meint wirklich, wir sollen unter Wasser gehen, Freunde. Sollen wir das jetzt? Hey, wisst ihr was? Hast du es nicht gehört? Kack auf dieses Handy, egal, Mann. Wir schmeißen dieses Handy zusammen mit uns jetzt in die Badewanne und dann versuchen wir über dieses Handy unter Wasser mit ihm zu telefonieren. Leute, ihr lasst jetzt alle ein Like da. Wir werden jetzt zu dritt, nämlich Kevin und Flexi, plus das Handy unter Wasser gehen und dann richtig mit Seeeater, Elkran Meyer und Blub
richtig reden. Und das Krasse ist, ich habe extra ein iPhone 15 Pro geholt, mal neu, ganz neu, seit 2 Tagen. nicht? Egal, let's go. Wir sind jetzt im Bad und ihr seht es, Sea-Eater ist immer noch dran und das ganze Ding ist komplett voll. Lexi, Echt im Wasser. bist du bereit, dass wir das iPhone jetzt hier reinschmeißen? Natürlich, wir können die Leute nur unter Wasser hören. Alle 3 Fische können nur sprechen, wenn wir hier unter Wasser mit dem Ohr reingehen. Okay, Leute, Mann, wir hauen uns jetzt ins Wasser. In 3, 2, 1. Wow! Flex, es ist drin, ihr könnt sehen. Leute, ihr seht es, unser iPhone, unter was Cameron und Flexi, iPhone ist unter Das Wasser. Display ist aber ausgegangen. Flexi, geh mal rein und guck, ob du was hören kannst. Warte, Leute. Leise. Ihr müsst jetzt alle mal ein Like da lassen. Wir haben gerade unser Handy ins Wasser geschmissen und ich höre jetzt mal, ob ich Sea-Eater und Elkran Meyer hören kann. Oh mein Gott, Flexi! Flexi, ist alles okay? Ich weiß, du kannst mich noch hören durch dieses Ohr. Alla, Flexi, alles gut. Was hast du gehört? Oh mein Gott! Geht's dir okay, Flexi? Geht's dir okay? Was ist los? Was ist los? Oh mein Gott! Sea-Eater! Ja. Sea-Eater will Bloop und Elkran Meyer auffressen! Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Der böse Fisch von diesen 3 Fischen ist, Oh mein Gott, ist Freunde, Sea-Eater! das will ich mit meinen eigenen Ohren hören. Flexi, ich kann das Hör's dir auch. an! Hör's dir an! Okay, in 3, 2, 1. Du hast recht, Mann. Du hast recht, Flexi, es ist viel zu krank, Freunde, Mann. Warte! FaceTime niemand. Aber warte, ich habe einen Satz nicht verstanden, deshalb will ich noch mal was hören. Okay. Sea-Eater ist am Apparat. Alles gut, Flexi, Mann. Oh mein Gott! Sea-Eater ist so sauer! Sea-Eater ist so böse auf Elkran Meyer Freunde, und auf Bloop! Wir holen Oh das mein Handy Gott. jetzt aus dem Wasser, ihr seht es, Mann. Hier ist das Handy. Jetzt haben wir den besten Beweis, Flexi, dass Mann. Sea-Eater... Oh mein Gott, es funktioniert wieder. Oh nein! Er ist dran, wir legen auf. Nein! Wir legen auf. Freunde, ihr habt es gesehen, es ist viel zu krass. Oh mein Gott, was ist hier los? Das ist ja alles spookisch krank. Leute, ihr habt das leider nicht gehört, was wir unter Wasser gehört haben. Aber ich kann nur eins sagen, es war richtig krass, Mann. Sea-Eater will nicht nur Elkran Meyer und Bloop vernichten, die wollen auch den ganzen Fisch im Meer vernichten. Den Thunfisch, die Forelle, Jeden einzelnen Fisch will Sea-Eater aufessen mit seinem riesigen Maul. Ihr habt ihn gesehen. Sein Maul ist riesig. Viel zu krass. Ich bin nur so froh, dass das Handy noch funktioniert, Flexi, nach dieser Unterwasser-Action und alles noch ganz in Ordnung ist, ey. Und zum Glück sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Elkran Meyer, Bloop und Sea-Eater nur unter Wasser hören können. Warum? Es sind Fische. Weißt du was, Flexi, wir gehen jetzt sofort runter und dann überlegen wir uns einen neuen Plan, was wir Oh machen mein sollen, Gott, oder? Sag mal, Sea-Eater ist so böse. Ihr habt ja gerade gehört, was abging. Sea-Eater hat uns unter Wasser gesagt, dass er alles vernichten will, was im Wasser und im Ozean rumschwimmt, Leute. Das bedeutet, er will Bloop fressen. Er will Elkran Meyer fressen. Oh mein alle Gott. Forellen, alle Tintenfische, alle Oktopusse, alle Lachse, Thunfische, was es alles gibt. Und das Barsche, müssen Darsche. wir doch irgendwie verhindern können, Cayman. Aus Und ihr diesem auch. Grund Lasst ein rufen Like wir da. jetzt Elkran Meyer an und wir warnen Elkran Meyer vor diesem Ungeheuer Sea-Eater, der Seeesser. Wir müssen ihn warnen. Wir müssen Elkran Meyer warnen. Ihr Gesprächspartner